Wenn du selbstständig bist und zu Hause arbeitest, hast du dir mit Sicherheit schon einmal die Frage gestellt, ob du jetzt eigentlich deine Selbstständigkeit bei dir zu Hause anmelden musst. Ist der Sitz deiner Selbstständigkeit zwingend bei dir zu Hause? Weil das bedeutet auch gleichzeitig, dass du diese Adresse dann im Impressum angeben musst oder auf Rechnungen angeben musst, generell in allen vertraglichen Vereinbarungen immer deine private Adresse veröffentlichst. Und damit fühlen sich viele einfach nicht wohl, weil da wohnst du privat, da wohnt vielleicht auch deine Familie und diese Adresse möchte man vielleicht nicht in der Öffentlichkeit haben. Und deswegen bekomme ich tatsächlich immer wieder die Frage, darf ich meine Selbstständigkeit eigentlich auch woanders anmelden? Und in diesem Video beantworten wir genau diese Frage einmal. Und bevor wir inhaltlich in dieses Video einsteigen, einmal ein großes Dankeschön an Geschäftsanschrift.de. Erstens findest du auf Geschäftsanschrift.de viele Informationen zu dem ganzen Thema, darf ich mich eigentlich irgendwo anders anmelden? Du kannst auch tatsächlich dort deine Firmenanschrift anmelden. Und Geschäftsanschrift.de kümmert sich dann um das ganze Regulatorische, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Und wenn du auf den ersten Link in der Videobeschreibung klickst und den Code STEUERFIT50 angibst, dann sparst du auf deine Geschäftsanschrift in den ersten 3 Monaten 50%. Und damit kommen wir zu der ganz zentralen Frage, ist es eigentlich legal, seine Selbstständigkeit irgendwo anders anzumelden? Offensichtlich kann man jetzt ja sagen, weil offensichtlich gibt es ja irgendwie solche Anbieter wie Geschäftsanschrift.de. Aber die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach nur ein Ja oder Nein. Denn es gibt ja unterschiedliche Abstufungen. Du kannst zum Beispiel dir einfach ein separates Büro mieten und dann da jeden Tag hinfahren, dich da hinsetzen und da arbeiten. Dann ist es natürlich vollkommen logisch, dass du da auch deine Selbstständigkeit anmelden kannst. Und dann hast du quasi 2 Sitze. Einmal dein Wohnsitz und einmal dein Betriebssitz. Und all deine betrieblichen Belange, inklusive Steuern und Gewerbeanmeldung, lässt du einfach über deinen Betriebssitz laufen. Und das andere Extrem ist ein reiner Briefkasten. Also du mietest dir einfach irgendwo nur einen Briefkasten und da landet einfach deine ganze Post und du sitzt ganz woanders, bist an diesem Ort auch nie und da ist auch sonst niemand, da ist nur dieser eine Briefkasten. Und nicht ohne Grund haben solche reinen Briefkastenfirmen ein relativ zwielichtiges Image. Denn ein reiner Briefkasten oder ein reines Postfach ist nicht ausreichend. Was du brauchst, ist eine ladungsfähige Adresse. Das muss kein vollständiges Büro sein. Das muss aber eine Adresse sein, wo du natürlich Post empfangen kannst, wo du aber auch behördliche Post empfangen kannst. Und zu behördlicher Post gehört zum Beispiel natürlich auch Finanzamt schreiben, aber auch Korrespondenz mit Gerichten, also so ein Amtsgericht beispielsweise oder einem Gerichtsvollzieher. Und der Gerichtsvollzieher gibt sich nicht mit einem reinen Briefkasten zufrieden. Das bedeutet, du brauchst eine Adresse, wo tatsächlich auch eine Person sitzt. Also ein echter Mensch, der in deinem Namen Briefe annehmen kann, Pakete annehmen kann, aber der zum Beispiel auch den Gerichtsvollzieher empfangen kann. Und dann ist eine Adresse ladungsfähig. Und wenn diese Adresse ladungsfähig ist, dann darfst du diese Adresse tatsächlich auch offiziell als Sitz deiner Selbstständigkeit verwenden. Für dich heißt das also, wenn du deine Selbstständigkeit nicht zu Hause anmelden möchtest und nicht deine private Adresse im Impressum zum Beispiel veröffentlichen möchtest, dann solltest du nach Anbietern recherchieren, die eine ladungsfähige Adresse anbieten. Das ist ganz häufig zum Beispiel der Fall so in Gründungszentren oder in Coworking Spaces, weil da kannst du ja tatsächlich auch hingehen und arbeiten und da sitzt auch ganz jemand häufig am Empfang und diese Person nimmt sowieso die ganze Post entgegen und da gibt es die ganze Büroinfrastruktur, die du theoretisch nutzen kannst, die du natürlich rein in der Praxis nicht tatsächlich auch nutzen musst, aber du kannst sie halt nutzen und in so einer Büroinfrastruktur darfst du deine Selbstständigkeit anmelden. Und anmelden bedeutet tatsächlich, dass du bei der Gewerbeanmeldung diese Adresse als Sitz deiner Selbstständigkeit angibst. Damit fällt quasi dein Wohnsitz und dein Betriebssitz auseinander und du hast einen Sitz deiner Selbstständigkeit und dieser Sitz der Selbstständigkeit, den gibst du dann tatsächlich auch überall an, wo du deine offizielle betriebliche Adresse angibst. Zum Beispiel auf deine Rechnung, in Verträgen, in der Gewerbeanmeldung oder auch im Impressum. Das heißt, durch eine solche Adresse kannst du sicherstellen, dass deine private Adresse wirklich auch privat bleibt. Im Detail stellen sich bei solchen Konstellationen ein paar Fragen. Zum Beispiel, welches Finanzamt ist jetzt eigentlich für mich zuständig? Oder wo melde ich eigentlich genau mein Gewerbe an? Da, wo ich wohne oder da, wo ich selbstständig bin? Und welche Steuerart muss ich eigentlich wohin bezahlen und wohin schicke ich meine Steuererklärung und so weiter? Und das gehen wir jetzt einmal Schritt für Schritt gemeinsam durch. Das Einfachste ist die Gewerbeanmeldung bzw. das Gewerbeamt. Und zwar wird die Gewerbeanmeldung ja immer in der zuständigen Gemeinde oder in der zuständigen Stadt gemacht. Und zuständig bedeutet,
für den Sitz deiner Selbstständigkeit zuständig. Das heißt, da meldest du dein Gewerbe einfach da an, wo du deine Selbstständigkeit angemeldet hast. Machen wir ein Beispiel. Ich wohne in Berlin, möchte jetzt aber gerne meine Selbstständigkeit in Potsdam anmelden und dann melde ich mich halt in Potsdam an mit meinem Gewerbe. Meine private Anschrift hat das Gewerbeamt ehrlicherweise nicht so richtig zu interessieren. Beim Finanzamt ist das anders. Und zwar machst du die Finanzamtanmeldung deiner Selbstständigkeit ja mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Falls du nicht genau weißt, wie man diesen Fragebogen ausfüllt, schau mal hier oben rechts, da verlinke ich dir ein Klick-für-Klick-Tutorial. Da gehe ich das ganze Formular in Elster Online einfach mal Schritt für Schritt durch. Und wenn man sich dieses Formular anschaut, fällt einem auf, dass man unfassbar häufig Adressen angeben muss. Und die Adressen, die du im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung angeben musst, sind zum Beispiel deine Adresse. Und mit deiner Adresse ist deine private Wohnanschrift gemeint. Und da trägst du natürlich einfach deine private Adresse ein. Das bedeutet nicht, dass du sie anschließend öffentlich irgendwo verwenden musst, aber das Finanzamt muss natürlich wissen, wo du wohnst, wo du deinen Wohnsitz hast, weil die Einkommensteuer beispielsweise ist eine private Steuer und die wird dann dort gezahlt, wo du deinen Wohnsitz hast. Du wirst aber auch gefragt in diesem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, wo denn der Sitz deiner Selbstständigkeit ist. Und da kommt dann dein Firmensitz ins Spiel. Das heißt, da gibst du dann die Adresse von deiner Geschäftsanschrift, von deinem Coworking Space, von deinem Büro und so weiter an. Das heißt, das kann auch dann eine andere Gemeinde sein. Und dann bist du quasi fertig, wenn du dort tatsächlich auch arbeitest. Da du aber, zumindest wenn du so einen Online-Service buchst, ja in der Regel nicht dort vor Ort arbeitest, musst du noch zusätzlich den Sitz der Geschäftsführung angeben. Das bedeutet, das Finanzamt möchte nicht nur wissen, wo der Sitz deiner Selbstständigkeit ist, sondern wo tatsächlich auch gearbeitet wird. Und der Sitz der Geschäftsführung wäre dann wieder deine Privatadresse, zumindest wenn du zu Hause arbeitest. Und das bedeutet dann in der Regel auch, dass du alle deine Steuerarten, alle deine Steuererklärungen bei dir zu Hause machst. Das heißt, dass dein Wohnsitz Finanzamt für dich zuständig ist. Und das solltest du bitte genauso transparent dem Finanzamt beim Anmelden deiner Selbstständigkeit mitteilen. Oder wenn du dich später für so eine Geschäftsanschrift entscheidest, dann solltest du das Ganze natürlich später nachmelden. Das Finanzamt muss darüber bitte absolute Transparenz haben. Die Problematik ist ganz häufig die Gewerbesteuer. Denn die Gewerbesteuer zahlst du in der Gemeinde, in der du deine Selbstständigkeit betreibst. Und hier stellt sich natürlich die Frage, was heißt betreiben? Den Sitz haben oder tatsächlich die Arbeit erbringen? Und hier geht es um die tatsächliche Arbeit, die du erbringst. Das bedeutet, wenn du irgendwo einen Sitz hast und woanders die tatsächliche Arbeit erbringst, bei dir zu Hause zum Beispiel, zahlst du die Gewerbesteuer von deinem Wohnsitz, auch wenn deine offizielle Adresse woanders ist. Und das ist wirklich mein ernst gemeinter, dringender Appell, sei da transparent mit dem Finanzamt. Ich habe da in meiner beruflichen Erfahrung, gerade in Zusammenarbeit mit Mandanten, schon viele Stories gehört. Das Finanzamt besucht tatsächlich regelmäßig deine Geschäftsanschrift, wenn sie den Eindruck haben, dass du da nie bist. Und dann kann das durchaus dazu führen, dass dir unterstellt wird, dass du nur eine Briefkastenfirma oder nur einen Geschäftssitz hast, um irgendwie Gewerbesteuer zu sparen oder zu hinterziehen. Und du möchtest ja kein Steuerhinterziehungsverfahren am Hals haben. Wenn ich dich richtig verstehe, geht es darum, dass du deine private Adresse nicht öffentlich haben möchtest. Und das ist gar kein Problem, solange du das mit dem Finanzamt und der Steueranmeldung und Steuererklärung sauber durchführst. Und damit möchte ich auch all den Leuten den Wind aus den Segeln nehmen, die eine virtuelle Geschäftsanschrift, einen Briefkasten nur mieten wollen, um Steuern zu sparen. Das wird am Ende nicht funktionieren, weil du die Gewerbesteuer immer da zahlst, wo du tatsächlich den Wert erbringst. Das bedeutet, wenn du dir jetzt in Deutschland irgendeine Gemeinde raussuchst, die einen relativ niedrigen Gewerbesteuerhebesatz hat, dann sparst du dadurch keine Steuern, weil du dann an deinem Wohnsitz bzw. dort, wo du tatsächlich arbeitest, die Gewerbesteuer zahlen musst. Es geht übrigens auch nicht, dass du deine Firma irgendwo auf Malta, Zypern oder Dubai anmeldest und tatsächlich aber in Deutschland im Homeoffice sitzt und dann da arbeitest. Dann hast du zwar eine Gesellschaft gegründet irgendwo im Ausland, du musst deine Steuern aber dann tatsächlich da zahlen, wo du selbst bist, wo du den Wert erbringst. Und wenn das halt nun mal Berlin ist, dann zahlst du deine Steuern nach wie vor in Deutschland und dann bringt dir deine Auslandsfirmierung und dein Auslandssitz faktisch gar nichts. Eine Geschäftsanschrift und so eine Geschäftsanschrift-Service bringt dir nichts, um Steuern zu sparen. Es bringt dir aber etwas für die Privatsphäre und natürlich auch für die Professionalität. Wenn du da einen offiziellen Geschäftssitz hast, dann kannst du da dir vielleicht auch eher was Repräsentatives leisten und dann sitzt da eine Person, die kümmert sich um deine Post und nimmt eventuell auch deine Gäste entgegen, wenn du denn da zum Beispiel auch mal einen Termin hast. Und tatsächlich habe ich genau aus diesen Gründen auch solche Anbieter in der Vergangenheit zumindest sehr regelmäßig verwendet und kann das aus meiner Perspektive auch absolut empfehlen. Für mich persönlich war tatsächlich bei solchen Geschäftsanschriften auch ein riesengroßer
großer Vorteil, dass ich nichts mit Papier zu tun habe. Weil diese Services nehmen ja dann deine Post entgegen und scannen sie dir ein. Das heißt, ich bekomme einfach alle meine Post per E-Mail und das ist mir tatsächlich lieber, als dann doch 1, 2 Briefe pro Woche zu bekommen, die ich dann irgendwie selber digitalisieren muss und dann online ablegen muss. Da war das für meine Organisation ehrlicherweise immer einfacher, wenn ich einfach alles, was ich bekomme, per E-Mail bekomme. Das, was per Post angekommen ist, halt einfach von dem Geschäftsanschriftanbieter und alles andere kommt sowieso per E-Mail. Das bedeutet, auch für die Digitalisierung ist so eine Geschäftsanschrift eigentlich eine ganz gute Sache. Und damit kommen wir zu den Nachteilen von solchen Geschäftsanschriftsanbietern, Coworking Spaces und so weiter. Und das sind vor allem die Kosten. Deine Selbstständigkeit bei dir zu Hause anzumelden kostet gar nichts. Das heißt, das kannst du einfach machen, dadurch entstehen keine Zusatzkosten, du bekommst deine Post einfach zu Hause, du benutzt überall deine private Anschrift, überhaupt gar kein Problem. Diese Anbieter, die kosten Geld. Was für eine Überraschung, das ist das Geschäftsmodell, solche Adressen anzubieten. Und in der Vergangenheit war das durchaus teuer. Also das erste Mal, dass ich so einen Service gebucht habe, habe ich, glaube ich, 90 € im Monat gezahlt. Das heißt, das war schon durchaus ein Betrag, den ich auf jeden Fall in meiner Selbstständigkeit gespürt habe, wenn ich erstmal ungefähr 1000 € pro Jahr zahlen muss, nur damit ich eine andere Adresse habe. Das ist natürlich dann eine Abwägungssache, ob einem das dann auch wert ist. Aber ich muss auch dazu sagen, in den letzten Jahren ist das signifikant günstiger geworden. Ich habe schon erwähnt, das Video ist in der Zusammenarbeit mit Geschäftsanschrift.de entstanden und Geschäftsanschrift.de startet bei 29 € im Monat. Und mit unserem Partnercode sparst du in den ersten 3 Monaten auch 50%. Und hätte ich nicht ein eigenes Büro, in dem ich einfach jeden Tag sitze und arbeite, würde ich wahrscheinlich so einen Service wählen. Geschäftsanschrift.de bietet dir eine Geschäftsanschrift. Und zwar an einem repräsentativen Standort. Das ist das Denkwert in Herford. Dort kannst du deine Geschäftsanschrift anmelden. Dort wird deine Post angenommen und an dich dann weitergeleitet. Und du kannst diese Adresse dann überall im Impressum, auf deine Rechnung und so weiter verwenden. Und dann ist dein offizieller Sitz deiner Selbstständigkeit im Denkwerk Herford. Wenn du also gründen möchtest und nicht mit deiner privaten Adresse raus in die Welt gehen möchtest, dann klick mal den ersten Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn du zu dem ganzen Thema Geschäftsanschrift oder Sitz oder Zuständigkeit des Finanzamtes, der Gewerbeanmeldung und so weiter noch Fragen hast, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir dann da gerne weiterzuhelfen. Ansonsten klick gerne einmal hier, um zu geschäftsanschrift.de zu kommen oder klick einmal hier für ein weiteres Video oder einfach hier für ein anderes weiteres Video.